Guten Morgen, Papa. Wusstest du, dass Kaugummikauen gegen Stress hilft? Willst du eins? Du siehst aus, als wärst du über Nacht 5 Jahre älter geworden. Setz dich, Sarah. Wir müssen reden. Oh nein. Ist der Hund krank? Ist der Toaster wieder explodiert? Ist Oma wieder eingezogen? Nein. Es geht um dich. Uff. Einen Moment lang dachte ich, es wäre etwas Ernstes. Sarah, nach einem langen Gespräch mit Dr. Kranich. Und nachdem ich alles durchdacht habe, habe ich eine Entscheidung getroffen. Okay. Nur damit du's weißt. Wenn das damit endet, dass ich weniger Saftboxen pro Woche bekomme, trete ich in den Hungerstreik. Es ist soweit. Du gehst ins Internat. Okay. Hahaha. Sehr witzig. Toller Streich, Papa. Jetzt sag mir den echten Plan. Bekomme ich ein eigenes Trampolin? War das alles nur Ablenkung? Sarah, ich mache keine Witze. Du fängst am Montag an. Internat? Was bin ich denn? Eine Waise aus dem 19. Jahrhundert mit Kerze und tragischer Lebensgeschichte. Du bist ein Wirbelsturm des 21. Jahrhunderts mit einem Rucksack voller Chaos. Du schickst mich weg? In eine Anstalt. Mit Kleiderordnung, Glocken und ordentlich aufgereihten Tabletts in der Kantine? Ja. Und mit Struktur. Und Grenzen. Und Aufsichtspersonen, die nicht im Sitzen einschlafen. Aber ich bin ein Freigeist. Mich kann man nicht in eine Kiste stecken. Es ist keine Kiste. Es ist eine sehr teure Bildungseinrichtung mit WLAN und Fechtkursen. Hör zu. Ich weiß, ich war vielleicht ein kleines bisschen anstrengend. Aber glaub mir, ich kann mich ändern. Das sagst du jede Woche. Diesmal meine ich es wirklich. Ich werde ein neues Mädchen sein. Ein geläutertes Mädchen. Ich werde die Küche putzen. Sarah, du bist eine Naturgewalt. Ein sehr lauter, sehr glitzernder Wirbelsturm. Und ich liebe dich. Aber ich kann dir hier nicht mehr geben, was du brauchst. Du brauchst Herausforderungen, Führung, Grenzen. Ich dachte, ich wäre dein kleiner Chaoself. Das bist du immer noch. Aber jetzt wirst du für eine Weile der Chaoself von jemand anderem sein. Vielleicht haben die bessere Schalldämmung. Montagmorgen. Du hast mich verraten, Papa. Mich den Wölfen vorgeworfen. Nein. Nicht Wölfen. Schlimmer. Strukturiatem Unterricht. Es ist ein Internat, kein Gefängnis. Bist du sicher, dass sie Zäune haben? Ja. Und emotionale Unterstützungsfrettchen? Wahrscheinlich nicht. Dann gibt's Aufstand. Du wirst dich schon einleben. Die Schulleiterin ist nett. Sie heißt Frau Brösel. Sie ist Deutsche. Oh nein. Deutsche sind organisiert. Genau das ist der Plan. Sie wird meine ganze Seele durchtakten. So, wir sind da. Dein neues Zuhause fern von zu Hause. Das sieht aus wie das Set von einem Horrorfilm. Bist du sicher, dass das kein Scherz ist? Leider reicht mein Budget nicht für Scherzarchitektur. Es ist ein Ort des Lernens. Ein Neuanfang. Klar. Neuanfang. So nennen Leute auch Diäten und Gefängnisaufenthalte. Sarah, reiß dich zusammen. Wir wollen einen guten ersten Eindruck machen. Kein Problem. Mein Gesicht sagt, ich bin ein Musterschüler. Mein Herz sagt, ich verstecke Frösche in der Schulleitungstoilette. Willkommen, Sarah. Ich bin Direktorin Frau Brösel. Wir erwarten hier ordentliches Benehmen. Ist das Ihr richtiger Name? Oder nur der, den die Kinder heimlich hinter ihrem Rücken benutzen? Sarah, sag doch bitte einfach Hallo wie ein normales Menschenkind. Sie ist nur aufgeregt. Sie gehört jetzt ganz Ihnen. Ich bin sicher, sie wird sich gut einfügen. Ja, ich füge mich großartig ein. Wie ein Kaugummi im Teppich. Wir legen hier großen Wert auf Pünktlichkeit, Respekt und Selbstdisziplin. Ah, also keine meiner Stärken. Sarah, hör auf damit. Was?
Ehrlichkeit ist doch eine Tugend, oder? Dein Stundenplan ist bereits vorbereitet. Er beinhaltet Mathematik, Sprachen und Naturwissenschaften. Wir haben auch eine feste Nachtruhe. Um 21 Uhr ist Licht aus. 21 Uhr? Das ist ja mitten am Tag. Da sind meine Ideen noch nicht mal aufgewacht. Ich wette, hier staubsaugen sie die Luft. Wir erwarten, dass alle Schüler Verantwortung übernehmen. Hast du das gehört, Lukas? Wir werden ins Bootcamp geschickt. Du hast deinem Koffer einen Namen gegeben? Natürlich. Er trägt meine Traumata. Wir dulden hier keinen Sarkasmus. Keine Albernheiten und keine imaginären Freunde. Lukas ist real. Er hat Gefühle, Frau Krümelgesicht. Brösel. Ich muss jetzt gehen, bevor ich auf dem Parkplatz anfange zu weinen. Bitte lass mich nicht bei der Krümel-Comment-Antin. Bitte. Ich werde brav sein. Das hast du auch vor dem Zahnarzttermin gesagt. Und am Ende hast du seine Schnürsenkel mit Panzertape am Stuhl festgeklebt. Das war ein Geschicklichkeitstest. Und er hat bestanden. Zeit, sich zu verabschieden. Gefühlsausbrüche sind auf 30 Sekunden begrenzt. Papa, ich werde dich nie vergessen. Selbst wenn sie mir das Gedächtnis löschen. Du wirst das schon schaffen, Sarah. Du bist das einfallsreichste Kind, das ich kenne. Du meinst problematisch, oder? Auch das. Auf Wiedersehen, mein Chaos-Elf. Folge mir, Sarah. Kein Reden, kein Hüpfen, kein interpretativer Tanz. Definieren Sie Hüpfen. Genau das, was du jetzt tust. Hör auf damit. Das ist mein natürlicher Gang. Guten Morgen, Klasse. Ich hoffe, ihr hattet alle eine erholsame Nacht und seid bereit zum Lernen. Mein Name ist Frau Lisa und ich unterrichte Sozialkunde. Fräulein Sarah, warum stehst du auf deinem Stuhl? Und warum trägt deine Banane eine Brille? Das ist Senior Banana. Er ist nicht nur eine Frucht, er ist eine historische Autorität. Er hält heute den Vortrag über den Untergang Roms und wie dieser direkt mit schlechter Cafeteria-Pizza zusammenhängt. Sarah, wir haben gerade erst angefangen. Könntest du bitte wie eine normale Schülerin auf deinem Stuhl sitzen? Definieren Sie normal. So wie keine Puppenseminare über antike Zivilisationen halten. Na gut. Aber Senior Banana ist zutiefst beleidigt. Er hat an der Obstwart-Universität studiert. Beginnen wir mit Mesopotamien. Kann mir jemand sagen, was das Wort Mesopotamien bedeutet? Ja, das ist altsumerisch und bedeutet Land, in dem Kinder durch endlos langsame Vorträge zu Tode gelangweilt werden. Das ist falsch. Du wirst noch vor dem Mittagessen Nachsitzen bekommen. Das nennt man einen ersten Eindruck hinterlassen. Das nennt man akademischen Selbstmord. Mesopotamien bedeutet Land zwischen zwei Flüssen, dem Tigris und dem Euphrat. Es war eine der ersten Wiegen der Zivilisation. Kann mir jemand sagen, was ein Zikkurat ist? Oh, ist das sowas wie ein Zaubererhut aus Treppen? Was sagst du? Na, so eine Minecraft-Pyramide, die eine Identitätskrise hat. Es ist eine Art Tempel. Senior Banana widerspricht. Er meint, Tempel sollten aus Nachos gebaut werden. Sarah, das reicht. Ich schicke dich jetzt ins Büro der Direktorin. Oh, gibt es dort einen Thron? Oder so ein Rad mit verschiedenen Strafen? Nein, aber es gibt sehr lange Stille und einen Stuhl ohne Polsterung. Falls ich nicht zurückkomme, rächt mich. Und füttert Senior Banana 2-mal am Tag. Er mag Jazzmusik. Nun, ich habe ja einiges über deinen ersten Tag gehört, Sarah.
Ich wollte Geschichte nur interessanter machen. Das muss ich zugeben, kreativ war es. Senor Benene ist einprägsam. Sehen Sie. Sie verstehen mich. Ja, aber ich weiß auch, wie schnell einprägsam zu problematisch wird. Das ist deine erste Verwarnung. Halte deine Witze im Zaum. Oder das nächste Mal isst du dein Mittagessen hier. Ohne Senor Benene. Das würden Sie nicht wagen. Versuch es, und du wirst es für den Rest deines Lebens bereuen. Geht es dir gut? Ich teste den Blutfluss. Und ich meide Frau Brösel. Sie ist allergisch gegen Freude. Du bist wirklich neu, oder? Frisch geliefert, und schon bereue ich es. Magst du Rätsel? Magst du Chaos? Nein. Perfekt. Wir ergänzen uns. Bitte bring mich nur nicht in Schwierigkeiten, ja? Definiere Schwierigkeiten. Warte. Das ist ein Feueralarm. Wer hat den Feueralarm ausgelöst? Ich habe zu stark genießt. Das ergibt keinen Sinn. Du hast dich definitiv auf dein Bett gestellt und den Feueralarm ausgelöst. Es war ein Ninja-Niesen. Clara, hast du gesehen, wie sie es getan hat? Ich habe mein Lineal poliert. Sarah, sofort in mein Büro. Jawohl, General Brösel. Sarah, warum hast du den Feueralarm betätigt? Um Ihre Reaktionszeit zu testen. Das ist kein Spiel, junge Dame. Das Leben ist ein Spiel. Manche von uns spielen nur auf Hard Mode. Du stehst jetzt unter Bewährung. Schon? Das ist ein neuer Rekord. Noch ein Vorfall, und ich rufe deinen Vater an. Gut. Er vermisst mich sowieso schon. Iss einfach deine Karotten, Sarah. Sieh den Pudding nicht so an. Clara, sei ehrlich. Bist du schon einmal Pudding geflogen? Geflogen? Was? Pudding. Abgeschossen. In die Luft. Wie ein Adler. Ein köstlicher, wackeliger Adler. Nein. Das klingt nach einer schrecklichen Idee. Korrektur. Es klingt nach einer legendären Idee. Du hast gesagt, du würdest heute nichts tun. Ich habe gelogen. Siehst du das Mädchen dort? Das mit dem Pudding plant? Sie spielt doch nur mit ihrem Löffel Brösel. Bei ihr ist nichts einfach nur irgendwas. Ich werde jetzt den Pudding überall hinwerfen. Wage es ja nicht. Für die Wissenschaft. Für den Nachsitzenraum. 3, 2, 1. Start. Wer war das? Clara war's. Was? Nein, war ich nicht. Das heißt Krieg. Das ist so lustig. Mark. Clara. Sarah. Das bin ich. Ihr habt eine Woche lang kein Mensarecht. Meinen Puddinggeist können Sie mir nicht nehmen. Du wirst allein essen. In Stille. Ohne Pudding. Grausam und ungewöhnlich. Außerdem wird dein Vater informiert. Der weiß doch schon, dass ich großartig bin. Herr Thomas Müller? Ja, hier ist schon wieder Frau Brösel. Ja. Schon wieder. Sie hat einen Puddingaufstand gestartet. Nein. Das ist kein Scherz. Geben Sie mir mal das Kind. Hi Papa. Wie ist dein Leben jetzt ohne mich? Mein Leben ist jetzt viel besser.
abgesehen von den Notrufen, die ich aufgrund Ihres Handelns erhalte. Was hast du diesmal gemacht, Sarah? Die Moral verbessert. Dem Mittagessen eine neue Bedeutung gegeben. Sarah, was genau hast du getan? Okay. Ich habe Pudding in Marks Haare geschossen. Und versehentlich eine Essensschlacht begonnen. Warum hast du das getan? Um zu sehen, ob Pudding fliegen kann. Kann er? Bitte sehr Wissenschaft. Du wirst eine ganze Woche lang den Abwasch machen, wenn ich dich abhole. Super. Daraus mache ich ein Musical. Ich meine das ernst. Ich auch. Spül. Das Musical. Premiere nächsten Freitag. Du bekommst Freikarten. Herr Müller, wir müssen ernsthaft reden. Dieses Kind ist nicht kompatibel mit Struktur, Regeln oder der Schwerkraft. Willkommen in meinem Leben. Wenn sie noch einmal so etwas macht, lasse ich sie persönlich mit dem Hubschrauber bei Ihnen absetzen. Sagen Sie mir einfach, wann ich sie abholen soll. Sarah, warum läufst du wie ein hotdog-diebender Waschbär? Sch. Ich bin dabei, Geschichte zu schreiben. Geschichte? Oder die Abendnachrichten? Du verwechselst die beiden ständig. Ich werde meinen allerersten Streich im Internat ausführen. Der Spuk im Badezimmer. Sarah, nein. Bitte nicht. Das ist eine schreckliche Idee. Falsch. Es ist eine brillante Idee. Außerdem gruselig. Möglicherweise preisgekrönt. Du wirst uns beide von dem Internat werfen lassen. Oder uns zu Legenden machen. Ich habe sogar schon Handzettel vorbereitet. Was steht denn drauf? Hütet euch. Vor der verfluchten Toilette in Raum 2b. Sie spült. Seelen. Und jetzt hilf mir, den Tatort einzurichten. 30 Minuten später. Habt ihr das gehört? Ich glaube, der Spiegel hat gerade geblinzelt. Das ist unmöglich. Spiegel blinzeln nicht. Lauft weg. Verlasst sofort dieses Badezimmer. Es ist verflucht. Oh mein Gott. Es spricht mit uns. Ich hab's euch gesagt, der Spiegel lebt. Das ist ein Toilettengespenst. Was geht hier vor? Warum sagen Kinder, dass im Badezimmer ein Geist ist? 3 Mädchen verstecken sich in meinem Putzschrank. Eine ist ohnmächtig geworden. Eine redet in Zungen. Wo ist Sarah? Clara. Ich stecke fest. Was heißt hier fest? Ich habe die Tür mit Klebeband versiegelt. Um mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Das ist Karma. Du hast dich selbst heimgesucht. Ruf Hilfe. Und was soll ich sagen? Hallo, Entschuldigung, meine Freundin steckt in ihrer eigenen verfluchten Toilettenfalle fest? Sorge dafür, dass es professionell klingt. Na gut. Frau Brösel? Ich glaube, ich habe den Geist gefunden. Wo? In der letzten Kabine. Mit einem Megafon. Sarah. Wenn ich das richtig verstehe, hast du ein verfluchtes Badezimmer inszeniert. Mit Ketchup und Klopapier. Außerdem mit Soundeffekten. Ich habe meinen Standard. Willst du, dass ich meinen Job verliere? Nur, wenn wir Plätze tauschen. Ich könnte heute mal Chefin Brösel sein. Absolut nicht. Schade. Ich habe schon einen Ausweis gebastelt. Da steht oberster Toilettenkommandant. Du bist ein sehr ungezogenes Kind. Was soll ich jetzt nur mit dir machen? Ich gehe dann schon mal in den Nachsitzenraum. Nein,
Nicht diesmal. Ich rufe deinen Vater an. Bitte sag mir, dass es diesmal nicht wieder um Pudding geht. Es ist toilettenbezogen. Oh nein. Hat Sarah ins Internatsschwimmbecken gepinkelt? Nein. Sie hat das Badezimmer verflucht. Einen Geist vorgetäuscht. Die Erstklässlerinnen traumatisiert. Ein Mädchen ist jetzt überzeugt, dass die Rohre sprechen. Warum? Warum macht sie sowas? Sie meinte, sie wolle Atmosphäre schaffen. Sie ist kein Geisterhaus. Sie ist 10. Hey Papa. Gute Nachricht. Ich habe endlich meine wahre Berufung gefunden. Fachberaterin für paranormale Toiletten. Sarah, was hast du getan? Nur ein bisschen Halloween-Geist im August verbreitet. Du hast Hausarrest. Für immer. Das ist ein Mythos. Freude kann man nicht einsperren. Herr Müller, bitte, kommen Sie und holen Sie Ihr Kind ab. Sofort? Ich zahle sogar das Benzin. Sarah, in 13 Minuten ist Schlafenszeit. Du solltest schon längst die Zähne putzen. Und genau deshalb, genau jetzt, muss die Bikini-Revolution beginnen. Bitte sag nicht Revolution, während du gleichzeitig im Bikini herumturnst. Das hier ist nicht einfach nur ein Bikini, Clara. Das hier ist Kampfrüstung. Heute Nacht kämpfen wir nicht für Schlafenszeit, sondern für Befreiung. Befreiung wovon? Das Einzige, was uns von Frieden trennt, bist du. Heute Nacht weigern wir uns, Gefangene der Routine zu sein. Heute Nacht rufen wir die Bikini-Parade ins Leben. Nein. Keine Paraden, keine Aufstände, kein Chaos in Bademode. Wir sollten schlafen wie ordentliche leise Kinder. Leise Kinder sind Schafe, Clara. Und ich bin kein Schaf. Ich bin ein Bikini-Wolf. Sarah, ich habe deine Nachricht bekommen. Da stand nur: Es ist soweit. Und du musst einen Bikini tragen. Was bedeutet das? Genau das, wonach es klingt. Es ist Zeit, Geschichte zu schreiben. Gründen wir jetzt eine Sekte? Nein. Schlimmer. Wir starten einen Bikini-Protest gegen die Schlafenszeit. Sarah, du wirst dafür sorgen, dass wir aus diesem Internat fliegen. Nur wenn die Revolution scheitert. Freunde, Mitschüler, Bürger der Nacht. Heute Nacht sagen wir Nein zur Stille um 21 Uhr. Und heute Nacht marschieren wir in der glorreichen Bikini-Parade. Ey, Moment. Was ist überhaupt eine Bikini-Parade? Du wirst es wissen, wenn wir unsere Forderungen erhalten. 9 Uhr und 15 Minuten. Keine Schlafenszeit mehr. Weg mit Schlafzeit. Hier mit Strandzeit. Was um Himmels Willen geht hier vor? Wir fordern spätere Nachtruhe. Und mehr Pudding. Und vielleicht eine Wasserrutsche in der Cafeteria. Wir wollen eine Popcornmaschine in jedem Klassenzimmer. Ja. Und Glitzereiscreme zum Frühstück. Mit Keksstückchen. Und eine Achterbahn durchs Treppenhaus. Mitschüler, Genossen, Revolutionäre. Wir kämpfen nicht nur gegen das frühe Licht aus. Wir kämpfen für ein besseres Internat. Mehr Pudding am Dienstag. Und mittwochs Wasserschlacht auf dem Schulhof. Ich will nur schlafen. Heute Nacht werden wir frei sein. Keine Betten mehr. Keine Pyjamas. Nur noch Freiheit. Und Bikinis. Ich fordere ein Trampolin im Klassenzimmer. Direkt vor der Tafel. Genehmigt. Außerdem verbietet den Brokkoli in der Mensa. Was ist das für ein Zirkus? Wir wollen nur ein bisschen Demokratie. Und Pudding. Das hier ist ein Internat, kein chaotischer Frühlingsurlaub. Wer ist hier der Anführer?
Ich bin die Oberbefehlshaberin der Bikini-Revolution. Sarah. Sofort in mein Büro. Darf ich meine Parade mitbringen? Nein. Und der Rest von euch. Beendet dieses Bikini-Chaos sofort. Und zieht euren Pyjama an und geht schlafen. Ich wollte nie Teil eines Badeanzugputsches sein. Du hast eine illegale Bikini-Parade angeführt? Ich nenne es lieber Freiheitsmarsch mit aquatischem Flair. Du hast den ganzen Ostflügel geweckt. Ein Kind schrie, die Wände leben. Das war Mark. Er hat sich in einem Springseil verheddert. Von Anfang an wusste ich nichts von dieser Revolution. Warum bin ich eigentlich immer hier? Ich hasse Revolutionen. Und Bikinis auch. Sarah, ich rufe jetzt deinen Vater an. Sagen Sie ihm, wir haben Geschichte geschrieben. Bitte sag nicht Feuer. Bitte sag nicht Glitzer. Bitte sag nicht Explosion. Bikini-Parade. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ihre Tochter hat einen Protest gegen die Schlafenszeit angeführt. In Bikinis. Die Hälfte der Kinder trug Schnorchel. Ein Junge forderte eine Wasserrutsche. Klassisch Sarah. Hi Papa. Rate mal. Die Bikini-Revolution lebt. Sarah, warum kannst du nicht einfach wie ein normales Kind zur Schule gehen? Weil normal langweilig ist. Und Langeweile ist der wahre Feind der Freiheit. Du bist keine Freiheitskämpferin. Du bist 10. Genau. Das perfekte Alter für eine Revolution. Außerdem machen Bikinis das Ganze festlicher. Moment. Du hast ein Megafon? Claras Papa hat es uns geschickt. Nein, sie lügt. Mein Vater hat gar nichts geschickt. Herr Müller, wir sind am Ende unserer Kräfte. Ihre Tochter hat Anhänger. Sie hat Parolen. Sie ist eine Kinderrevolutionärin. In Badebekleidung. Ich komme morgen. Und bitte, halten Sie sie bis dahin fern von Glitzer, Megafonen und aufblasbaren Pools. Am nächsten Tag. Herr Müller, danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Ich kam so schnell ich konnte. Ich habe sogar 3 rote Ampeln ignoriert. Also, wo ist Sarah? Das ist genau das Problem. Welches Problem? Ihre Tochter, Sarah, ist. Nun ja. Was hat sie angestellt? Die Turnhalle abgefackelt? Das Schwimmbecken in eine riesige Wackelpuddingform verwandelt? Nein, das war letzte Woche. Was wollen Sie mir dann sagen? Sarah ist verschwunden. Was? Sie ist weggelaufen. Was heißt weggelaufen? Dieser Ort hat Zäune und Sicherheitskräfte und Stacheldraht. Den Stacheldraht haben wir letzten Monat entfernt. Oh, tut mir leid. Hat der Stacheldraht die Kinder etwa ein bisschen nervös gemacht? Vielleicht schaffen sie als nächstes auch noch die Mauern ab. Bitte, Herr Müller, wir tun alles, was wir können. Wir haben bereits die Küchen durchsucht, die Bibliothek, den alten Dachboden, den Putzmittelschrank. Sie haben den naheliegendsten Ort vergessen. Und welcher Ort ist das? In einem riesigen Kuchen. Ein Kuchen? Wenn ich meine Tochter kenne. Und leider kenne ich sie nur zu gut. Dann steckt sie entweder in einem Essensbehälter, unter einem Kostüm, oder sie gibt sich als Hausmeister aus. Wir haben übrigens das hier auf ihrem Bett gefunden. Ein Bild, wie sie auf einem Strauß davonreitet. Gut. Tief durchatmen. Lasst uns meine Tochter finden, bevor sie wieder Unsinn macht. Sonst steht sie morgen schon in den Lokalnachrichten. Wir haben bereits die Polizei verständigt und Handzettel verteilt.
und die umliegenden Bäckereien informiert. Wieso die Bäckereien? Sie versucht ständig, sich durch die Hintertüren hineinzuschleichen. Dabei will sie immer Zuckerguss stehlen. Ja. Das klingt nach ihr. Sie hat einen kriminellen Verstand, angetrieben von Zucker. Wie halten Sie das nur aus, Herr Thomas? Ich halte es nicht aus. Ich überlebe nur. Jeden Morgen wache ich auf und frage mich, ob sie heute wieder den Hund umlackiert? Oder im Spülbecken einen Schneckenzirkus eröffnet? Sie müssen unter enormem Stress stehen. Ich habe seit 7 Jahren keine einzige Nacht mehr durchgeschlafen. Das letzte Mal, als ich entspannt war, hat sie unsere Badewanne in ein Krokodilhabitat verwandelt. Mit Stofftieren. Und echtem Schlamm. Wir verstehen, wenn Sie wütend sind, Herr Thomas. Aber Sarah ist wirklich einzigartig. Sie ist ein Einmädchen-Tornado. Mit Zöpfen. Und einem Hang zum Chaos. Sarah hat mir eine Nachricht in die Socke gesteckt. Wieso sollte sie eine Nachricht in deine Socke stecken? Sie meinte, die Tauben würden die Briefkästen überwachen. Aha. Das ergibt vollkommen keinen Sinn. Sehen wir mal, was sie geschrieben hat. Liebe Erwachsene. Ich bin entflohen. Folgt mir nicht. Ich bin jetzt die Königin des Waldes. Ich habe einen Stock. Er ist mein königliches Zepter. Ich habe 5 Eichhörnchen, die mir gehorchen. Ihre Namen sind Barry, Barry 2, Barry Jr., Bayetta und Jeff. Lang lebe Königin Sarah. PS. Ich habe alle Puddingbecher mitgenommen. Sie ist nicht nur weg. Sie hat eine Waldmonarchie gegründet. Was machen wir jetzt? Sie ist meine Tochter. Wir müssen sie finden. Sarah, komm raus, du kleines wildes Äffchen. Ich verspreche, ich werde nicht böse sein. Okay, das ist gelogen. Ich werde ganz sicher böse sein, aber bitte komm einfach raus. Herr Thomas. Ich kann keinen Schritt mehr gehen. Dieses Kind hat meine Seele endgültig zerstört. Ich wollte eine Karriere in der Pädagogik, nicht im Überlebenstraining. Hier, wir suchen jetzt seit 6 Stunden. Keine Fußspuren. Keine Bonbonpapröchen. Kein einziges Zeichen von ihr. Sie muss hier sein. Sie kann doch nicht einfach spurlos verschwinden. Sie ist 10 Jahre alt. Sie sollte nicht einmal wissen, wie man in einem Wald überlebt. Wir reden hier von Sarah. Wahrscheinlich hat sie inzwischen schon ein Baumhaus gebaut. Sich selbst zur Königin der Eichhörnchen erklärt. Und ein eigenes Königreich gegründet. Sag das nicht. Sie würde es wirklich tun. Lisa? Bitte sag mir, dass du Neuigkeiten hast. Hast du Sarah gefunden? Ist sie nach Hause geschlichen? Hat sie? Thomas. Bevor du in Ohnmacht fällst, hör mir genau zu. Sarah ist zu Hause. Was? Sie ist seit dem Morgen hier zu Hause. Es geht ihr gut. Sie hat 3 belegte Brote gegessen. Aus den Sofakissen eine Festung gebaut. Und dann heiße Schokolade verlangt. Sie ist in Sicherheit. Heute Morgen? Sie ist seit heute Morgen zu Hause? Lisa, ist dir klar, dass ich seit Stunden wie ein Verrückter ihren Namen im Wald schreie? Gott sei Dank. Vielleicht überlebt meine Karriere doch noch. Sarah, wenn du wirklich da bist, geh sofort an dieses Telefon. Hallo Papa. Sarah, weißt du, wo ich gerade bin? Ich stehe mitten im Wald, um Mitternacht, mit Mücken in den Ohren. Suche dich zusammen mit der Polizei wie in einem schlechten Drama. Und du bist seit morgen zu Hause und isst Brote? Naja, ja. Aber das Internat war schrecklich. Das Essen schmeckte nach Traurigkeit. Die Regeln waren langweilig.
Und Frau Brösel starrt wie ein Falke, der mich fressen will. Also bin ich einfach gegangen. Du bist einfach gegangen? Sarah, man geht nicht einfach aus einem Internat weg. So funktioniert das nicht. Für mich schon. Ich bin gelaufen. Hab den Bus genommen und tada. Zu Hause, süßes Zuhause. Oh Gott. Du bist 10 Jahre alt. Weißt du überhaupt, wie viele Gesetze du heute vermutlich gebrochen hast? Ich habe keine Gesetze gebrochen, Papa. Ich habe Grenzen überschritten. Das ist was anderes. Ich brauche 10 weitere Therapeuten nach dieser Nacht. Frag sie, ob sie jemals wieder an meine Schule zurückkehrt. Wenn sie ja sagt, kündige ich morgen. Sarah, hörst du mich? Du hast mir fast das Herz zerrissen. Frau Brösel will wegen dir frühzeitig in Rente gehen. Die Polizei hält mich für verrückt. Du darfst das nie wieder tun. Ich weiß, Papa. Es tut mir leid. Wirklich. Ich will nicht ins Internat. Ich hasse es. Ich mag die Regeln nicht. Ich mag das Essen nicht. Und ich will nicht ohne dich zu Hause schlafen. Deshalb bin ich weggelaufen. Aber ich verspreche Papa. Ab jetzt bin ich höflich. Ich bin still. Ich werde ein normales, süßes, friedliches Kind. Du? Friedlich? Süß? Reden wir von derselben Sarah? Ja. Genau von dieser Sarah. Ich habe meine Lektion gelernt, Papa. Das Internat war wie ein Gefängnis für Kinder. Ich will da nie wieder hin. Also benehme ich mich. Ehrenwort. Sarah, du hast keine Ahnung, wie große Angst ich heute Nacht hatte. Verschwinde mir nie wieder einfach so. Versprich es mir. Ich verspreche es. Keine frechen Streiche mehr. Kein Wegrennen mehr. In Ordnung, Äffchen. Ich komme sofort nach Hause. Bleib, wo du bist. Beweg dich keinen Millimeter. Okay, Papa. Ich warte. Und wenn du zurückkommst, kannst du mir einen Donut mitbringen? Nach all dem, willst du immer noch einen Donut? Na klar. Brave Mädchen verdienen Donuts. Und ich werde jetzt das bravste Mädchen überhaupt sein. Du wirst schon sehen. Sie ist in Sicherheit. Sie ist zu Hause. Seit heute Morgen. Hat Brote gegessen. Ich kündige. Für immer. Hier. Ich nehme nie wieder einen vermissten Fall an. Dieses Kind ist schlimmer als das Verbrechen selbst. Sarah, du kleiner Lausbub. Du hättest mich heute Nacht fast umgebracht. Aber Gott sei Dank bist du in Sicherheit. Endlich, zu Hause. Mein süßes Bett. Mein stilles Kissen. Vielleicht, nur vielleicht. Endlich Frieden. Sarah, was zur Hölle ist das? Tada. Willkommen zurück, Papa. Dies ist das Spaghetti-Schlachtfeld. Warum hast du das gemacht, Sarah? General Papa, du bist in mein Reich eingedrungen. Kapitulation ist zwecklos. Nur Helden überleben. Hast du mir gerade Nudeln über den Kopf gekippt? Nicht irgendwelche Nudeln. Premium Bio al dente Spaghetti. Hab extra die guten genommen. Du solltest mir danken. Danken? Ich sehe aus wie ein laufender Auflauf. Perfekt. Genau das wollte ich. Ich nenne es Papi alla Bolognese. Jetzt ist es Zeit für meine zweite Überraschung. Glitzer? Warum ist Glitzer in meinem Haar? Wer zum Teufel macht Glitzer in einen Ballon? Ich, weil du mein Stern bist. Mein leuchtender Glitzerpapa. Ich habe 12 Stunden lang im Wald nach dir gesucht. Ich dachte, Wildschweine hätten dich verschleppt. Ich dachte, Wölfe hätten dich zu ihrer Königin gemacht. Und du? Du stehst hier und überschüttest mich mit Pasta und Glitzer?
Technisch gesehen, haben die Wölfe mir tatsächlich eine Krone angeboten. Aber die war zu haarig. Ich hätte jeden Morgen bürsten müssen. Keine Chance. Sarah, du hast mir versprochen am Telefon. Du hast mir versprochen, du würdest höflich sein. Du hast versprochen, still zu sein. Du hast versprochen, dich zu ändern. Also, technisch gesehen habe ich mich geändert. Dieses Mal habe ich Spaghetti statt Wasserbomben verwendet. Das ist Fortschritt. Das ist kein Fortschritt. Das sind Kohlenhydrate. Weißt du überhaupt, was ich gerade durchgemacht habe? Frau Brösel, die im Wald geweint hat. Polizisten, die Sarah, ins Megafon brüllen. Wie ich über jede verdammte Baumwurzel in ganz Deutschland stolpere. Und die ganze Zeit warst du hier? Jep. Ich bin schon heute Morgen zurückgekommen. Ich habe sogar 3 Frühstücke gegessen. 3. Na gut. Eigentlich 4. Aber das letzte war mehr so ein Zwischenbrunch. Ich werde verrückt. Warte. Das Beste kommt erst. Während du im Wald schwitzen warst, habe ich die ultimative Papa-Willkommensfalle gebaut. Sie hat 3 Phasen. Wenn du jetzt sagst, Phase 3 hat irgendwas mit Feuer zu tun, ziehe ich sofort aus. Keine Sorge. Kein Feuer. Nur Federn. Federn? Sarah, Phase 3 abgeschlossen. ich kann das nicht mehr ertragen. Du hast gesagt, du würdest dich benehmen. Du hast gesagt, du hättest deine Lektion gelernt. Aber du wirst dich nie ändern, Sarah. Niemals. Aber Papa, ich habe tatsächlich was gelernt. Ach ja? Und was bitteschön hast du gelernt? Dass Spaghetti viel besser in Haaren kleben als Tomatensoße. Ich verliere meinen Verstand. Du verlierst höchstens deine Frisur, Papa. Sei nicht böse. Tief in dir drin. Liebst du meine Überraschungen? Tief in mir drin brauche ich Urlaub. Allein. Weit weg. Auf dem Mars. Cool. Darf ich mit? Ich baue dir eine Marsfalle. Phase 4. Es wird kein Phase geben. Keine Sorge. Nächstes Mal veräpple ich dich mit Pizza. Es wird kein nächstes Mal geben. Geh sofort in dein Zimmer und lass mich in Ruhe schlafen. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, um kein neues Video von Sarahs aufregenden Abenteuern zu verpassen.